Meine Meinung am Morgen heute mit Gerrit Sebald. Schön, dass du da bist, Gerrit. Morgen, Gerrit. Morgen. Ja, wieso regst du dich an diesem Morgen eigentlich auf über Lars Klingbeil? Ja, ich reg mich heute über Lars Klingbeil auf, weil er gestern Abend in einer Talkshow gesagt hätte, die Stärke der AfD, daran sei ja vor allem auch Elon Musk schuld, weil er sie unterstützt hätte. Das regt mich auf, weil er es sich natürlich sehr einfach macht und zweitens, weil es nicht stimmt. Und das kann man ja ganz genau sehen. Die Umfrageergebnisse der AfD, die waren bis zur Wahl einzementiert. Da konnte Elon Musk kommen, mit Alice Weidel talken, dann konnte er bei der Wahlkampfveranstaltung auftreten und am Ende war es tatsächlich für die AfD eher ein ernüchterndes Ergebnis. Sie sind nicht gestiegen. Seit wann steigen die Zahlen? Seit der Wahl. Und das hat meiner Meinung nach einen Grund, der sträflich vernachlässigt wird. Alle reden nur über Migration. Die AfD schafft es momentan auch wirtschaftspolitisch, sich als einzige Alternative zu inszenieren. Und da spielt die SPD natürlich eine Rolle. Die AfD hat schon vor der Wahl, Alice Weidel hat schon vor der Wahl immer gesagt, ein Staat darf nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Was dann passiert ist, ist Geschichte. Es gab das Sondervermögen, es gab den Schuldendeal und dann haben ja noch alle gehofft, naja, dann werden sie sich in den Koalitionsverhandlungen ja darauf einigen, dass man sparen muss. Das ist bisher zumindest von dem, was man hört, nicht absehbar. Und davon profitiert die AfD jetzt auch. Sie hat jetzt quasi das zweite Thema, in dem sie quasi die CDU auch vor sich hertreiben kann, weil natürlich enttäuschte CDU-Wähler jetzt sehen, da gibt es noch ein zusätzliches Thema zur Migration, wo man ja eigentlich mit der AfD besser zusammenkommen könnte. Das ist mit Blick auf die Brandmauer höchst spannend, vor allem mit Blick auf CDU-Wähler, weil natürlich das auch ein viel harmloseres Thema ist eigentlich als die Migration. Das ist viel weniger aufgeladen, das wirkt viel pragmatischer. Also ich glaube, hier muss man noch viel erwarten, auch mit Blick auf die Brandmauerdiskussion, wenn die AfD es weiterhin schafft, auch wirtschaftspolitisch als Alternative dazustehen zu dem, was Union jetzt mit der SPD ausdealt. Wenn du auf die Nachricht des Tages schaust, dann beschäftigst du dich, Gerrit, mit Österreich. Warum? Ja, ich habe mal eine Nachricht mitgebracht, weil ich finde, die wird etwas vernachlässigt. Und zwar hat das österreichische Parlament diese Woche eine Studie zu Antisemitismus in Österreich veröffentlicht. Und man muss dazu sagen, die haben immer eine Zusatzgruppe, wo sie Menschen mit türkischem und arabischem Migrationshintergrund erheben, um einen Vergleich zu haben. Und diese Ergebnisse, die sind tatsächlich erschreckend. In Österreich muss man dazu sagen, sie haben die Frage gestellt oder die Aussage hingestellt, der Überfall der Hamas auf Israel war ein verabscheuungswürdiger Terrorakt. Da sagen 40% der Menschen mit türkischem und arabischem Migrationshintergrund Nein oder eher Nein. In der Gesamtbevölkerung sind es nur 9%. Also die finden das keinen verabscheuungswürdigen Terrorakt. Zweite Frage, 23% mit Menschen mit türkischem und arabischem Migrationshintergrund stimmen der Aussage voll und ganz oder eher zu, dass man von einem Juden nicht erwarten kann, dass er anständig sei. Das sind in der Gesamtbevölkerung auch nur 9%. Und ich sage ganz offen, ich will hier nicht pauschalisieren. Die Studien zeigen auch, es sind nicht alle, aber es sind nun mal mehr als in der Gesamtbevölkerung. Und ich finde, in Deutschland trauen wir uns oft, diese Debatten nicht zu führen. Aber wir müssen die Debatten führen, wenn wir diese Probleme lösen wollen. In Deutschland haben wir immer Angst, dass es den Falschen in die Hände spielt. Aber man muss doch auch in der Lage sein, zwei verschiedene Realitäten zu akzeptieren. Man kann auf der einen Seite sagen, wir haben in Ostdeutschland gerade ein massives Problem mit gewaltbereiten Rechtsextremen. Aber wir haben in westdeutschen Großstädten vielleicht ein Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund, die ein Problem mit Homosexuellen oder Juden haben. Man kann gleichzeitig sagen, vielleicht müssen Juden mit der Kippa oder Homosexuelle in Ostdeutschland eher Angst haben, von Neonazis verprügelt zu werden und vielleicht in Berlin-Neukölln von anderen Menschen verprügelt zu werden. Und diese Realitäten kann man doch beide so benennen. Ich verstehe oft nicht, warum sich viele das nicht trauen. Mehr Wahrheit, mehr Realismus wagen. Heute werden für dich insbesondere die Koalitionsverhandlungen noch mal wichtig. Wieso? Ja, weil was man so hört, geht es ja auf die Zielgeraden. Wir wollten ja eigentlich diese Woche zu Ende kommen. Jetzt hieß es manche Quellen Ende der Woche. Ob das jetzt heute bedeutet oder vielleicht Sonntag, weiß man nicht. Saskia Esken sagt, ja, eher Anfang nächster Woche, aber es wird jetzt ernster. Und man hört ja auch, dass sie sich einigen. Man hört vor allem, und das ist spannend, wieder, wenn wir auf meinen Aufreger zu sprechen kommen, ist es spannend, dass man meiner Meinung nach davon ausgehen kann, dass die SPD bei Migration der Union entgegenkommen wird. Deswegen bleibt die spannende Frage tatsächlich, was ist in der Wirtschaftspolitik, weil, wie ich ja in einer ersten Aussage getätigt habe, das vor allem jetzt relevant wird, weil bei Migration sie es vielleicht tatsächlich abräumen können. Und deshalb auch die Hoffnung, die du mit den Koalitionsverhandlungen verknüpfst? Ja, also ich habe jetzt schon das Gefühl,
es geht in die Richtung, dass sie bald zu einem Ergebnis kommen. Natürlich muss man vielleicht hoffen, dass da auch irgendwie mal eine größere Strukturreform dabei ist. Das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Die Hoffnung habe ich nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass sie endlich mal zu einem Ende kommen. Weil so oder so, Deutschland braucht einfach eine handlungsfähige Regierung, und zwar schnell. Besser ein Schrecken ohne Ende als ein Ende ohne Schrecken oder so ähnlich. Ja, irgendwie so, genau. Ja. Gerrit, danke. Gerrit, danke schön.